Hallo, in diesem Video möchte ich auf die grundlegenden Eigenschaften Oberflächen in HiCAD eingehen. Dies wird natürlich nicht in einem Video alleine passieren, sondern wie auch schon in meinen früheren Videos in einer Videoserie passieren. Ich starte diese Videoreihe mit HiCAD 2020 und möchte hier in diesem Fall einfach mal auf die grundlegenden Eigenschaften bzw. Oberfläche eingehen. Wenn ich HiCAD das erste Mal starte, dann kommt hier in diesem Fall dieses herzlich willkommen Fenster. In diesem Fenster findet man Neuerungen zu den jeweiligen Service Packs und man sieht auch hier, dass die aktuelle Version, sprich HiCAD 2020 Service Pack, also SP2, die aktuelle Version ist. Ich würde hier in diesem Fall bei diesem Fenster empfehlen, den Haken bei Neuigkeiten anzeigen. Das heißt, wenn ein neues Video erscheint, dann wird dieses Fenster wieder erneut angezeigt. Hier kann ich dann auf Los geht's und dann bin ich im HiCAD. Hier sieht man die Oberfläche von HiCAD, die in verschiedenen Teilbereichen unterteilt ist. Hier im oberen Bereich befinden sich die sogenannten Ribbons. Diese erscheinen je nachdem, welches Modul man hat. Verwaltung plus BIM wäre das Modul für die Zeichnungsverwaltung. Unter Konstruktion findet man die Hauptbefehle, sprich neu öffnen, speichern, drucken, speichern, Teil einfügen, Positionierung und Detaillierung. Geht dann weiter in den Bereich 3D Standard. Hier finden sich die allgemeinen Befehle, sprich ein neues Regelteil einfügen, Normteile einfügen, Bearbeitungen bis hin zu den transformieren Befehlen, das heißt verschieben, weiter zu den wiederholen Befehlen, das heißt Kopierbefehle. Würde dann weitergehen in den Bereich Kantblech, das heißt alles, was mit einem Kantblech erzeugt wird. Bereich Stahlbau, das wäre im Prinzip die Profiltechnik. Metallbau wäre hier in diesem Fall mit Kombination Logikal oder auch ohne Logikal, aber wäre eher für den Bereich Pfostenriegelfassade, Fenster und Türen. Profilverlegung, in diesem Ribbon findet man die Befehle, dass man eine Stahlhalle oder ein Carport mit Sandwichpaneelen oder Trapezprofilen belegen kann. 3D-Bemaßung Text, hier sind die Bemaßungsbefehle vorhanden. Unter Skizze findet man alle Skizzenbefehle. Man sieht auch hier zum Beispiel sehr schön, da ich noch keine Skizze erzeugt habe, sind mir auch die ganzen Befehle noch ausgegraut. Das ist in allen Ansichten so oder in allen Befehlsreihen so. Unter Ansichten findet man die Ansichtsbefehle. Explosion wäre natürlich eine Explosionsdarstellung. Vereinfachung, hier findet man Befehle, die die Vereinfachung von Teilen vereinfacht. Punktwolke wäre oder würde angezeigt werden, wenn man das Modul Punktwolke gekauft hat. Und im Bereich 2D-Teile, das wären einfach, wenn man in HiCAD auch 2D zeichnen würde. Dasselbe wäre für die 2D-Geometrie, das heißt, hier werden auch Linienzüge, Linien, Strecken, Befehle, alles mögliche angezeigt. Wenn man natürlich in HiCAD 2D zeichnet, dann muss man dies auch in 2D-Bemaßung bemaßen. Das heißt, hier sind die Befehle dazu. 3D FFF, das wäre die Freiformflächenmodul. Das heißt, ich kann mit HiCAD auch die Freiformflächen zeichnen. Information wäre hier die Informationen abrufen von jeweiligen 3D-Distanzen, Winkeln, Punkten, Schwerpunkten, was auch immer.
Hier findet man noch die allgemeinen Einstellungen, wo man auf die Konfiguration, auf den Katalog, auf die Andockfenster, dass diese dargestellt werden oder nicht, auf das komme ich gleich. Über den Hilfe-Button kommt man in die Hilfe. Man kann eine neue Supportanfrage starten, das heißt, sollte sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben oder man kommt nicht weiter, kann ich hier eine Supportanfrage stellen. Über Fernwartung kann man einen Mitarbeiter der Firma ISD auf den Rechner schauen lassen. Das wären so die oberen Bereiche. Im linken Bereich befinden sich hier bei mir die sogenannten Andockfenster. Das wären hier in diesem Fall die Ansichten. Man arbeitet hier im Modellbereich und es wäre hier auch möglich, in den verschiedenen Blattbereichen zu arbeiten. Konstruktionswechsel wäre, wenn man verschiedene Konstruktionen geöffnet hat. Hier wäre die 2D- und 3D-Teilestruktur, das heißt, wenn man 2D- oder 3D-Teile erzeugt, dann werden diese hier dann angezeigt. Man sieht hier auch dann im unteren Bereich das sogenannte Feature. Feature kann man so übersetzen, dass es das Bearbeitungsprotokoll des jeweiligen Teiles, das werde ich dann später noch zeigen. Wenn ich hier HCM, dann werden hier noch die HCM, also Abhängigkeiten im HiCAD dargestellt. Grafik würde das aktivierte Teil darstellen. HCM wäre der allgemeine 3D-Abhängigkeitenbereich und Eigenschaften das jeweilige Teil. So, diese Ansichten kann ich auch mittels linker Maustaste bei Drag und Drop verziehen. Das heißt, wenn ich hier das ziehe, dann sehe ich hier in diesem Fall dieses Kreuz, wo ich hier die jeweiligen Andockfenster andocken kann. Am Beginn, wenn man mit HiCAD arbeitet, passiert es sehr oft, dass man hier mittels dem X dieses Fenster versehentlich schließt. Und dies wären die sogenannten Andockfenster, welche man hier über diesen Bereich Andockfenster wieder aktivieren kann. Auf der rechten Seite befinden sich weitere Andockfenster, die ich hier zum Beispiel mittels Maus ausscheren kann. Das heißt, ich kann dies hier auch dann mit dieser Andock-Nadel aktivieren und fixieren. Das heißt, diese wären jetzt fix hier. In diesem Bereich befinden sich die Stahlbauanschlüsse, welche ich hier auch mit der Maustaste größer oder kleiner stellen kann in den jeweiligen Bereichen. Hier oben befindet sich noch die sogenannte transparente Toolbar, welche mir hier Schnellfunktionen im HiCAD darstellen lassen kann. Man kann auf jeden dieser Icons auch mit der rechten Maustaste hier diese weiteren Funktionen auch abrufen. So, noch kurz zu den Farben im HiCAD. Ich möchte dies hier einfach mal mit dem Kantblech zeigen. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass die Farbe Rot für ein neues Teil steht. Das heißt, wenn man hier dieses Icon ansieht, dann sieht man hier ein rechteckiges rotes Blech. Das heißt hier, wenn ich den Befehl starte, also mittels Klick auf das Icon mit der linken Maustaste, dann kann ich hier einfach ein neues Grundblech starten, welches ich hier einfach mal 200 x 200 erzeuge. Im sogenannten Grafikbereich sehe ich hier, dass ich eine Vorschau sehe und weiters hier unten links sehe ich die Sachen, was HiCAD von mir haben möchte, wobei hier das RMT für weitere Optionen für die rechte Maustaste steht. Dazu gibt es noch die Kürzel LMT, also linke Maustaste, und MMT für mittlere Maustaste.
Das heißt, wenn ich hier in der Vorschau mit der rechten Maustaste klicke, dann kann ich hier noch weitere Optionen auswählen. In diesem Fall wähle ich den Bereich oder den Befehl Ursprung aus und das Teil wird mir hier in den Ursprung der jetzigen Konstruktion gelegt. Ich kann hier diese Vorschau mit der mittleren Maustaste gedrückt auch noch drehen. Im HiCAD ist es auch noch so, wenn ich die mittlere Maustaste, sprich das Rad, einmal drücke, dann wird dieser Befehl übernommen. Und ich sehe hier, ich habe ein neues Blech an meinem Cursor hängen. Nochmal mittlere Maustaste gedrückt, dann wird der Befehl beendet. So, jetzt komme ich zur zweiten Farbe, sprich hier sieht man ein blaues Blech, das heißt blau steht für den Bestand, für das bestehende Teil und es kommt hier eine rote Lasche dazu. Das heißt, wenn ich hier den Befehl oben auswähle, dann kann ich hier eine neue Lasche anklicken. Wie dies funktioniert, wird in späteren Videos gezeigt. Hier geht es nur um die Möglichkeit oder die Anzahl der Farben. So, weiters habe ich hier in diesem sogenannten Grafikbereich noch die Möglichkeit, an verschiedensten Stellen die rechte Maustaste zu klicken. Das heißt, ich habe hier die rechte Maustaste, also ich habe hier nichts ausgewählt, sprich drücke ich hier die rechte Maustaste und jetzt kommt hier die Eigenschaften für die Konstruktion. Sehr oft am Anfang sehen diese Menüs etwas kleiner aus, jedoch würde ich hier speziell am Anfang euch empfehlen, diese 3 Schieber komplett nach rechts zu ziehen, damit man einfach diese Icons hier am Anfang besser sehen kann. Wenn ich über ein Teil fahre, sprich hier über dieses Blech und dann rechte Maustaste klicke, dann kriege ich hier die Hauptbefehle für das jeweilige Teil. Sprich, ich könnte hier auch mit der rechten Maustaste eine neue Lasche an dieses Blech anklicken oder ankanten. So, das war's hier schon für das erste Video und ich möchte euch hier in den nächsten Videos weitere Neuerungen, sprich Anleitungen geben, wie man mit HiCAD sinnvoll arbeiten kann.